wird also sicher morgen schön. früh Wenn das aufstehen. Wetter mitspielt, aber Ja. es ist sowieso hier ein Roulette, also wird Früh schon passen. aufstehen und wandern gehen. Ja, sind wir bereit? Wir sind bereit. Es ist der 28. August und wir gehen wandern. Því það mun rista í þig eitthvað blítt. Rósir munu blómstri í hárinu. Da hinten sieht man den ursprünglichen, ich glaube es ist der Rheinebringen, den sieht man schon gar nicht mehr, den Berg. Weil jetzt kommt gerade eine Regenfront auf uns zu. Und ja, schauen wir mal, was die uns bringt. Die Hälfte haben wir schon, sind am Scheitelpunkt. Jetzt geht es die andere Hälfte wieder bergab und dann sind wir am Strand unten. Und der Ausblick ist so schön. Das hier ist der Horst. Wir haben jetzt da einen Platz gefunden, der uns vielleicht ein bisschen vom Regen schützt, weil der Regen zieht halt von hinten nach vorne durch. Und ja, da werden wir jetzt ein bisschen bleiben. Aber wir haben halt so lange Zeit, bis uns die Fähre wieder abholt. Wir haben uns einen anderen Unterschlupf gesucht, weil uns ist recht kalt und ja, unsere Kleidung ist nicht so regenfest. Und es war halt nicht so kalt und so regnerisch angesagt und deswegen sind wir jetzt ein bisschen unvorbereitet oder Im Nachhinein war es dumm, muss man auch ehrlich sagen. ja. Die Fähre ist um 7 gegangen und jetzt ist es 9:30 und die nächste von hier weg geht erst um 3 am Nachmittag. Jetzt haben wir gefragt, dass wir davor schon eine Fähre bekommen. Dafür müssen wir 200 € zahlen, dass sie extra für uns herkommen. Und da gibt es jetzt noch 2 Leute auf dem Wanderweg, die suchen wir, damit sie auch mit uns mitfahren können, weil die sind noch unvorbereiteter als wir. Ja, die haben überhaupt keine Kopfbedeckung. Ja. Und wenn die mitzahlen, dann ist es irgendwie okay. So, wir haben die anderen 2 gefunden und zu viert kostet es 50 € pro Person. In einer Stunde holt uns ab und das ist 4,5 Stunden vor der eigentlichen Fährzeit. Und das war jetzt das Wartehütchen und ja, hier hätten wir noch aushalten müssen sonst. Ja, und es ist auch drinnen relativ kalt und das ist ja alles maßend kalt. Zum Glück scheint schon wieder die Sonne. Wir sind jetzt wieder am Campingplatz. Der Dan ist gerade warm duschen. Wir werden dann kochen und wärmen uns gerade auf und ja, es geht uns wieder ganz gut. Wir werden ein bisschen durchgefroren. Es war einfach, weil wir wissen, es hat 9 Grad, aber wenn man dann doch die ganze Zeit draußen ist und der Wind geht und es fühlt sich an wie, ich weiß nicht, 5, das ist dann doch kälter, als man denkt. Also ja, es ist halt August und wir denken halt, okay, wenn wir im August wandern gehen, dann kann es nicht so kalt werden, aber ja, wir haben was dazu gelernt. Ich sitze jetzt mit kurzer Hose, sockenlos und in einem kurzen T-Shirt im Auto, weil wir haben das Auto mittlerweile auf über 30 Grad geheizt. Wir sind jetzt fast eine halbe, dreiviertel Stunde herumgefahren, einfach um uns irgendwie aufzuwärmen. Und ja, jetzt ist der Defender ganz warm. Karin kauft noch einen Kaffee. Und der Plan ist, dass wir jetzt wieder am Campingplatz fahren und das Auto jetzt schön warm ist, weil beim Defender gibt es halt nur Freeze or Fry. Und wir haben das, die Heizung jetzt gerade auf Fry. Ja. Warmes Getränk. Ja, und so vergeht unsere Zeit. Jetzt im Auto. Ja. Wir warten jetzt eigentlich nur, bis das Auto komplett ausgekühlt ist. Ja. Wenn der Regen ein bisschen nachlässt, dann bauen wir das Dachzelt auf. Morgen. Ja, aber es ist auch schön, mal so zu entspannen und zu lesen und alles Mögliche. Wir haben in Glasgow Postkarten verschickt. Die einen Postkarten, die wir an dem einen Tag eingeworfen haben,
sind so 5 Tage oder so danach angekommen. Und die anderen sind nicht angekommen, nicht angekommen, nicht angekommen. Und jetzt sind sie angekommen. Und drauf liegt ein Pickerl. Da steht drauf, dass es in den Philippinen war. Charge collected, tax per queue, Philippines und dann noch eine Nummer. Clark Freeport Post Office Philippines. Das heißt, unsere Ansichtskarte war in den Philippinen. Das ist so cool. Wir waren jetzt erste Nacht auf den Lofoten am Campingplatz, die nächsten 2 Nächte in der Hütte, jetzt wieder am Campingplatz. Unsere Sachen trocknen langsam vor sich hin, während der Regen sein Bestes tut, um dies zu verhindern. Und man kann halt nichts erzwingen. Wenn es halt regnet, dann macht man halt einfach nichts und liest ein bisschen, schläft ein bisschen, schaut, dass einem nicht allzu kalt wird. Schneidet Video. Schneidet Video. Und ja, deswegen, Stimmung ist gut, Wetter nicht, gute Nacht. Gute Nacht. So, es ist 2 Uhr in der Nacht und der Wind geht so stark, dass wir beide davon aufgewacht sind, weil das Dachzelt so wackelt. Der Campingplatz hat ja ein bisschen Beleuchtung. Wenn man rausschaut, schaut es aus, als wäre es so neblig. Aber das ist alles nur die Gischt, die vom Meer quasi so in die Luft gewirbelt wird. Dass es so feucht ist. Also es hat sicher, weiß nicht, ich kann das schwer schätzen, aber sicher 80-90% Luftfeuchtigkeit. Ja, also Das ich bin ist so so 10 Meter gelaufen und ich war komplett durchnässt. Na gut, bis morgen früh. Guten Morgen. Wir haben die Nacht gut überstanden. Vom Geräusch her ist es ein bisschen, als würde man einfach nur unter einer Baumarktplane im Sturm schlafen. Wir sind da jetzt im Auto eigentlich schon den ganzen Tag gegenüber von der Rezeption, weil da hat man WLAN-Empfang. Und der Regen peitscht mit 50 km/h Wind. Die Böen sind sicher noch stärker gegen das Auto. Ja, draußen geht die Welt unter, aber drinnen ist noch alles okay. Karin schläft. Hinter dem Berg ist gerade die Sonne unter den Wolken durchgekommen und das sieht so magisch aus. So kalt, aber so schön. Der Wind ist 50 km/h mit Böen, Spitzen bis zu 75 km/h. Ja, und ich glaube, wir werden heute im Auto schlafen. Ja, definitiv. Ich will nach Spanien. Guten Morgen, wir haben eine recht stürmische Nacht hinter uns. Und auf der Seite von windfinder.com sieht man wunderschön den Wind illustriert. Und da gibt es da in der Mitte so eine Sturmzelle. Das da ist die Küste von Norwegen. Und da oben schaut dieses Stückchen von den Lofoten raus. Und quasi da sammelt sich das alles an der Spitze. Und wir sind genau da an der Spitze von der Inselgruppe. Und da quasi sammelt sich das alles und zieht durch. Wir haben heute zu zweit im Auto geschlafen, weil es eben so windig war. Und also in unserem Zelt und auch im Dachzelt keine Chance. Und die Karin hat so geschlafen und ich habe den Vordersitz umgeklappt und mir quasi mit ein paar Pullovern und so die Lücke ausgestopft. Und dann die Matratze so weit verlängert, dass mein Oberkörper da liegen konnte. Und unsere Füße haben sich dann quasi die Matratze geteilt. War jetzt nicht mega angenehm, aber es hat funktioniert. Wir sind jetzt schon recht lange in Europa unterwegs und egal eigentlich wo wir waren, man findet immer Autos mit deutschem Kennzeichen, aber fast nie Autos mit einem österreichischen Kennzeichen. Wer unsere Reise bis jetzt verfolgt hat, der weiß, dass Frankreich war schon echt lange her. Und in Frankreich haben wir tatsächlich unser letztes Auto mit österreichischem Kennzeichen gesehen.
Und das war nicht einmal ein Reisender, sondern eher quasi, er war halt, ich nehme an, beruflich unterwegs oder sowas. Und auf jeden Fall hat es jetzt bis jetzt auf den Lofoten gedauert, denn gestern Abend hat sich da hinten ein Reisemobil aus Wien-Umgebung hingestellt. Und das ist wirklich das erste österreichische Auto für uns seit jetzt circa 2 Monaten. Und ich glaube, wenn wir die deutschen Autos gezählt hätten, wir wären sicher schon im 4-stelligen Bereich. Dani ist gerade beim Einfahren einen Polder umgefahren, weil wir so nah dran geparkt haben, dass wir beide vergessen haben, dass er da ist und ihn nicht gesehen haben. Und ja, ist umgefahren und hier schüttet es. Und es war ziemlich schwierig, ihn wieder aufzurichten. Wie geht's der Stoßstange? Oh. Der Stoßstange geht's gut, wir haben es einfach umgefahren und sind dann mit dem Reifen drauf gefahren. Also, die Stoßstange ist nearly undamaged. Okay. Es regnet zu sehr und ich hole die Karin jetzt gerade direkt vor dem Supermarkt ab. Perfekt, oder? Ja. Wir waren ja vor 2 Tagen mit den 2 Deutschen in der Hütte und die Hütte hat uns so gut gefallen. Und wir haben gesagt, dass wir am Ende von den Lofoten, weil damals haben wir ja nichts gezahlt, nochmal herkommen und uns die Hütte nochmal für einen Tag nehmen. Und ja, das Wetter so schlecht und alles so mühsam ist, es die ganze Zeit schüttet und stürmt und es morgen aber so schön wird, haben wir uns gedacht, okay, wir bleiben heute in der Hütte, haben gleich um, 14 Uhr oder so, haben wir eingecheckt und bleiben halt bis morgen 12 Uhr, wo wir auschecken müssen. Und morgen gehen wir dann eben wandern und übernachten am Strand wahrscheinlich und dann verlassen wir die Lofoten wieder. Um es noch gemütlicher zu haben, machte Dino jetzt ein Feuer. Und was man auch noch dazu sagen kann, ist, dass es gestern und heute so stürmig war, dass die Fähren nicht gefahren sind ans Festland. Also dass die Überfahrt zu gefährlich war, weil es so ein Sturm ist. Und wenn die Leute im Norden nicht mit dem Boot fahren, dann heißt das, glaube ich, wirklich was. Guten Appetit. Es gibt Fleischbällchen mit urguter Fleischbällchensauce, Süßkartoffelpommes und Brokkoli und Kaffeeol. Nachdem wir so selten einen Ofen haben und ich es aber liebe, mit Holz und Feuer herumzuzündeln, habe ich mir als Ziel gesetzt, dass ich die gesamten Holzvorräte aus unserem Bottich heute verheize. Mittlerweile ist es schon so warm geworden, dass wir hier in Minimalstbekleidung stehen und das Fenster offen haben. Aber es ist einfach so eine schöne Wärme und das müssen wir einfach ausnutzen. Und jetzt haben wir tatsächlich unseren ganzen großen Bottich voller Feuerholz verheizt. Dani imprägniert hat gerade die Schuhe für die Wanderung morgen, weil wir denken, dass der Weg dort ziemlich gatschig sein wird, weil es zu viel geregnet hat. Und wir haben uns unsere Batterie reingeholt, damit wir sie hier laden können. Und die lädt jetzt über Nacht. Schauen wir mal, wie weit sie ist. 55%. Mit den 2 Deutschen in der Hütte und die Hütte hat uns so gut gefallen und wir sind so durchgefroren. Naja, und warum sind wir eigentlich in der Hütte? Draußen. Wir haben gesagt, so unbedingt nochmal wieder. Ja. Das wäre am Ende der